bin begeistert. Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen Rio Grande Bahnpanoramas. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um für Sie alles ins rechte Bild zu setzen. Hinter uns beispielsweise der Zuckerhut von Rio. Da führen zwar keine Schienen hoch, aber keine Sorge, in unserer Sendung werden Sie genügend davon zu sehen bekommen. Viel Spaß! Jetzt zu den versprochenen Gleisen, liebe Zuschauer, von der größten Attraktion, dem Zuckerhut, zur zweitgrößten von Rio, nämlich der alten Straßenbahn. Knapp 100 Jahre ist sie alt, doch vorher unser erster Beitrag, die Baureihe 12 der ÖGEC. Sie wurde aus Rumänien nach Österreich gebracht und ist jetzt die größte Schnellzuglok in Österreich. Ende Mai 1993 stellte die Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte im Rahmen eines bemerkenswerten Eisenbahnfestes in Selztal ihren neuen Dampflokstar der Öffentlichkeit vor. Mit der 1214 steht seither wieder ein Exemplar dieser größten und stärksten österreichischen Schnellzug-Dampflok betriebsfähig zur Verfügung. Am letzten Tag dieser Veranstaltung wird die 1214 mit einem Sonderzug nach Wien überführt und kann der versammelten Gemeinde der Dampflok-Fans erstmals ihre wiedererlangte Leistungsfähigkeit demonstrieren.
Während diese massige Maschine jetzt ihren Weg durch die berühmte Gesäusestrecke antritt, haben wir Zeit, einige Betrachtungen zur Geschichte der Baureihe 12 anzustellen. Im November 1928 verließ die erste Maschine dieses Bautyps als 21401 die Werkshallen in Wien-Floridsdorf. 12 weitere Loks sollten in den folgenden Jahren noch abgeliefert werden. Die Maschinen dieses Loktyps besaßen mit einer Länge von 4250 mm die längsten Treibstangen der Welt. Der Raddurchmesser betrug 1940 mm, die zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Während ihres Einsatzes unter Regie der Deutschen Reichsbahn wurden die Maschinen als 12001 bis 013 eingereiht und auf der Westbahn Wien-Salzburg eingesetzt. Eine wahre Blüte sollte dieser Lokgattung jedoch in Rumänien beschert werden. Ab 1936 baute die Bukarester Lokfabrik Malaxa insgesamt 79 Maschinen in modifizierter Form nach, die bis zu Beginn der 70er Jahre das Rückgrat im Schnellzugverkehr bei der CFR bilden sollten. Bereits im Jahre 1987 gelang es der ÖGEG, eine dieser Maschinen, die 142 063, zu erwerben. 6 lange Jahre sollte die Aufarbeitung in Amstetten noch dauern. Und es hat sich gelohnt. Ein Star ist auf die Schienen Österreichs zurückgekehrt. Unsere nächste Moderation, liebe Zuschauer, enthält relativ viele Zahlen. Ich stehe vor dem alten Aquädukt in Rio de Janeiro, das ist über 200 Jahre alt. Darüber fährt die Straßenbahn, die ist knapp 100 Jahre alt, genauer gesagt 98. Und in unserem nächsten Beitrag, da dreht es sich um eine Bergbahn, die ist gerade 70 Jahre alt, die Oberweisbacher Bergbahn in Thüringen. Die Oberweisbacher Bergbahn liegt im Thüringer Schiefergebirge. Die Standseilbahn mit einer Spurweite von 1800 mm verbindet den im Schwarzertal an der Strecke Rudolstadt-Katzhütte gelegenen Haltepunkt Obstfelder Schmiede mit dem Bergort Lichtenhain. Die auf eine Konstruktion von Professor Bäseler zurückgehende Bahn überwindet auf nur 1388 Metern Länge den beachtlichen Höhenunterschied von 323 Metern.
Beeindruckend sind nicht nur die technischen Daten dieser Bergbahn, auch ihre Fahrzeuge verdienen Aufmerksamkeit. Die Reisenden werden entweder mit einem speziellen treppenförmig konstruierten Personenwagen transportiert oder mit dem hier an der Talstation wartenden ehemaligen Triebwagen-Beiwagen, der auf einer waagerechten Transportbühne steht. Während früher auf dieser Bühne auch Güterwaggons befördert wurden, dient die Bergbahn heute nur noch dem Personentransport. Etwa auf halber Strecke befindet sich eine Ausweichstelle, wo die beiden Fahrzeuge kreuzen. Nach 18 Minuten Fahrt erreicht die Bahn die Bergstation Lichtenhain, wo sich das Maschinenhaus mit dem elektrischen Antriebsmotor und den Sicherheitseinrichtungen befindet. Unmittelbar an der Bergstation endet auch die sogenannte Flachstrecke der Oberweisbacher Bergbahn. Sie ist über eine Drehscheibe mit der Bergstrecke verbunden. Auf der 3 Kilometer langen, normalspurigen Strecke zum Endpunkt Kursdorf verkehren wechselweise 3 elektrische Triebwagen der Baureihe 479. Je nach Verkehrsaufkommen fahren die Triebwagen einzeln oder paarweise zusammengekuppelt. Anlagen und Ausrüstung der ursprünglich privaten, seit 1949 im Reichsbahneigentum befindlichen Bahn sind so einfach wie möglich gehalten. Umsetz- und Abstellgleise existieren nur in Lichtenhain. Die Haltepunkte Oberweisbach-Deesbach und Kursdorf besitzen keinerlei Nebengleise. Trotz ihrer Einfachheit erfreut sich die Bahn großer Beliebtheit, vor allem bei Urlaubern und Touristen, die die mitten im Herzen von Thüringen liegende Oberweisbacher Bergbahn gerne benutzen, die einen wundervollen Ausblick in die herrliche Landschaft gestattet.
Rio, liebe Zuschauer, hatte einstmals ein recht umfangreiches Straßenbahnnetz. Reste sind hier und da noch zu sehen. Hier beispielsweise schlängelt sich ein Gleis die Straße rauf. Wir bleiben beim alten Eisen. Wir gehen in die Eifel. Da waren zu Gast 38 11 82 und 94 12 92 und wir natürlich. Im Juni 1993 befanden sich mit 38 11 82 und 94 12 92 erstmals zwei Traditionsloks der Deutschen Reichsbahn im Einsatz auf den Gleisen der Deutschen Bundesbahn. So bespannten beide Maschinen am 13. Juni einen Sonderzug zwischen Köln und Gerolstein. Nachdem das Getöse verklungen ist, kann auch diese Schnecke ihre Fühler wieder ausfahren. Im ehemaligen BW Gerolstein ist die Zeit seit dem Ende der Dampftraktion auf der Eifelbahn annähernd stehen geblieben. So scheinen auch die beiden Dampfrösser wie selbstverständlich zu diesem Ambiente zu gehören. Schon ist der Besuch aus dem BW Arnstadt wieder auf dem Rückweg in Richtung Köln. Eine ausführliche Betrachtung dieser Sonderfahrten, inklusive der spektakulären Steilstreckenfahrten in die Rheinberge, erscheint demnächst in unserem Videoprogramm.
Wir machen jetzt einen Abstecher nach Schönheide. Dort soll nämlich die Schmalspurbahn rund um Schönheide wieder aufgebaut werden. Über den Stand der Dinge berichtet unser Film gleich. Vorher bitte etwas Geduld. Wir machen nämlich noch einen kurzen Abstecher in das knapp 100 Jahre alte Straßenbahndepot von Rio de Janeiro. Pedro ist der Chef des Straßenbahndepots hier und man sieht, es macht den Leuten hier wahrscheinlich sehr viel Spaß zu arbeiten. Pedro, können Sie etwas erzählen über die Arbeit hier im Depot und über die Straßenbahn im Allgemeinen? O senhor poderia nos contar alguma coisa sobre esse depósito e sobre o seu trabalho em geral aqui? Meu trabalho aqui é coordenar todo o serviço de oficina e tráfego. E esse serviço aqui é a pergunta. Esse serviço aqui é feito por 2 funcionários, inclusive um tem 42 anos de serviço, já está aposentado, mas continua trabalhando e está passando para outro. Er sagt, er ist der Koordinator der ganzen Arbeit hier im Depot sowie über die Straßenbahnen und vor uns liegen Teile, das sind 2 spezielle Angestellte, die arbeiten hier schon 40 Jahre, die diese Bestandteile wieder in Ordnung bringen. Die Motoren also aufarbeiten. Wie viele Straßenbahnen hat es hier in Rio? Wie viele sind im Depot zur Untersuchung? Quantos bondes tem em funcionamento aqui no Rio e quantos estão retirados da circulação para conserto? 4 em tráfego, 4 na reserva. Aha. 10 im Total, 6 in Reparatur, 4 in Zirkulation und 4 in Reserve. Und wie alt sind die Bahnen? E que idade tem esses bondes? 96 anos. 96 Jahre. 96 Jahre. Und wieso existiert die Straßenbahn hier noch? Der größte Teil in Rio wurde ja vor über 30 Jahren stillgelegt. Como que esse bonde conseguiu sobreviver, já que mais ou menos 30 anos atrás foram retirados todos os bondes do Rio? Não foi o todo, esses aqui permaneceram. Sim, mas por quê? A recuperação diária, esse serviço é um serviço de recuperação. Sim, mas como conseguiram manter a linha? Aí deve-se isso aos moradores de Santa Teresa. Eles brigaram para que o bonde não terminasse. Das schulden wir den Bewohnern von Santa Teresa, die dafür gekämpft haben, dass diese Straßenbahn bestehen bleibt. Im erzgebirgischen Schönheide haben die Mitglieder der Interessengemeinschaft Schmalspurmuseum e.V. große Pläne. Sie wollen einen 3,2 Kilometer langen Abschnitt der bereits in den 70er Jahren abgebauten Schmalspurstrecke Wilkau-Haslau-Karlsfeld als Museumsbahn neu aufbauen. Ein wichtiger Schritt auf dem anstrengenden und dornenreichen Weg zu ihrem Ziel gelang den Eisenbahnenthusiasten 1992 mit dem Kauf der beiden Schmalspur-Dampfloks 99582 und 99585, die am 10. August desselben Jahres in ihrer neuen Heimat ankamen. Bis zum Bahnhof Schönheide Ost erfolgte die Überführung der beiden sächsischen 4K mithilfe normalspuriger Spezialwaggons zum Transport von Schmalspurfahrzeugen. Dann jedoch wurden die beiden Maschinen mithilfe eines Krans einzeln auf einen Tiefladesattelschlepper umgeladen.
Zügig und ohne Zwischenfälle erreichte der Schwertransport den ehemaligen Bahnhof Schönheide-Mitte. Die beiden alten Damen, die bereits früher auf der Strecke Wilkau-Haslau-Karlsfeld in Dienst standen, wurden vorerst im Lokschuppen abgestellt. Dort warten sie seither auf ihre Wiederinbetriebnahme, die langsam aber sicher näher rückt. Betriebsfähig ist bereits die Diesellok vom Typ V10C, die der rührige Verein von der Papierfabrik Willestal für den Streckenaufbau erhielt. Stolz kann der 1991 gegründete Museumsbahnverein auch auf die beim Neuaufbau der Gleise geleistete Arbeit sein. Weitgehend fertiggestellt ist der erste 2,3 Kilometer lange Bauabschnitt von Schönheide-Mitte bis Schönheide-Nord, dem ehemaligen Haltepunkt Neuheide. Dank Unterstützung durch die angrenzenden Kommunen, durch Reichsbahndienststellen und Bauunternehmen, die schwere Baumaschinen zur Verfügung stellten, gingen die Arbeiten zügig vonstatten. So besteht die berechtigte Hoffnung, dass auch der zukünftige Naturpark Erzgebirge-Vogtland bald über eine Museumseisenbahn verfügt, die wie in früheren Zeiten dampfend und bimmelnd durch die wunderschöne Landschaft fährt. Am Morgen des 12. Mai 1993 ist zwar das Wetter im schweizerischen Zermatt wenig einladend für eine Wanderung, dafür aber umso mehr zu einer Fahrt in einem der neuen Panoramawagen, die die Furka Oberalp und die Brick-Visp-Zermatt-Bahn 1993 beschafft haben. Der neue Glacier-Express wird heute dem Publikum noch nicht vorgestellt, aber der Presse. Wir haben jetzt hier den Herrn Karlen und den Herrn Tribolet, das sind die beiden Techniker der beiden Bahnverwaltungen, FO und Zermattbahn. Meine beiden Herren, was ist das Besondere an diesen Wagen? Also sicher ist das Besondere in diesen Wagen mal die großflächige Fensterfläche. Diese Fensterfläche ist gegenüber einem normalen Erstklasswagen um 144%, also Faktor 2,4 vergrößert worden. Das ist sicher ein großes Element von diesem Wagen. Diese Wagen, diese neuen Panoramawagen der FO und BVZ sind voll klimatisiert. Das ist das erste Mal bei unserer Meterspurbahn, dass Wagen voll klimatisiert werden. Und wir haben in den Wagen 48 Sitzplätze, Erstklass-Sitzplätze, alles Gruppenbestuhlung. Alle Gruppenbestuhlungen sind zusätzlich mit Tischen ausgerüstet, sodass auch am Tisch im Wagen verpflegt werden kann. Wird es einen Speisewagen auch geben, der klimatisiert ist? Unterwegs in Andermatt wird ein Speisewagen dazu kommen. Und in diesem Wagen haben wir dann Gelegenheit, auch das Mittagessen einzunehmen. Schönen Tag, alles Bereits 1990 hatten sich FO und BVZ entschlossen, 14 neue Panoramawagen für die erste Wagenklasse bauen zu lassen. Hergestellt wurden die fast identischen Fahrzeuge bei der italienischen Firma Preda. Die Drehgestelle lieferte die Schweizerische Industriegesellschaft SIG. Das bekannte italienische Karosseriedesignunternehmen Pininfarina entwarf die Fahrzeuge, die nach modernen Baugrundsätzen aus der Reisebusfertigung gestaltet wurden.
Besonders auffällig gegenüber den älteren Wagen ist das völlig neue Erscheinungsbild der Fahrzeuge, von denen die FO 10 und die BVZ 4 Einheiten beschaffte. Die Seitenwände sind vollständig eben. Die nicht zu öffnenden Fenster wurden sehr großzügig gestaltet, die Fensterpfosten hingegen extrem schmal gehalten. Ein besonderes Problem stellte der Einbau der Klimaanlage dar. Hielt man doch bisher eine derartige Ausrüstung bei Schmalspurwaggons aus Gewichtsgründen für nicht realisierbar. Durch Perfektionierung der Leichtbauweise unter Verwendung von Aluminium-Großstrang-Pressprofilen und Alu-Sandwichplatten für Dach und Boden wurde die Klimatisierung dennoch möglich. 48 Fahrgäste finden in jedem der rund 1,5 Millionen Schweizer Franken teuren Wagen Platz. Das Gepäck wird in speziellen Luken in den Wagenvorräumen verstaut und behindert so weder die Bewegungsfreiheit an den Sitzen oder in den Gängen, noch wird der Blick auf die herrliche Berglandschaft gestört. So wird die Fahrt mit dem neuen Glacier Express für manchen zum perfekten Bahnerlebnis. Wer allerdings die Fahrt am geöffneten Fenster erleben will, muss auch zukünftig die herkömmlichen Wagen benutzen. Das Weiße Haus in Washington. Auch hier hatte man vom legendären deutschen ICE schon gehört. Den weißen Superzug wollten die Amerikaner aber selbst erfahren. Und ein Kurzzug wurde von Bremerhaven aus per Schiff auf die Reise geschickt. Bis der ICE allerdings das erste Mal die Union Station in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten anfahren durfte, musste er eine transkontinentale Vorstellungsfahrt absolvieren, die ihn im Schlepp einer Diesellok bis in den äußersten Südwesten nach San Diego brachte. Vom 5. Oktober bis 17. Dezember 1993 wurde der ICE planmäßig im Reisezugdienst auf der Ostküstenmagistrale Washington D.C. New York eingesetzt. Für die amerikanischen Verhältnisse war der Zug modifiziert worden. Die Radsätze hatten das US-Profil erhalten, die Triebköpfe waren mit amerikanischer Mittelpufferkupplung ausgerüstet worden und die Faltenbälge waren zwischen den Wagen verlängert worden, um die engeren amerikanischen Kurven befahren zu können. Damit sollen nur einige Umbauten benannt sein. Die Amtrak-Lokführer zeigten sich von der bedienungsfreundlichen Technik tief beeindruckt und freundeten sich sehr schnell mit dem ICE an. Die DB ließ ihren Zug aber nicht aus den Augen und hatte einen Lokführer vom AW Opladen mitgesandt, der sämtliche Fahrten zu überwachen hatte. Looks like a bullet. Do you know this, what it means, ICE? No, what does it mean? Intercity Express. Intercity Express. Oh, I'm glad you told me that. I was like, ICE train. I mean, what does that mean? They just came up with the word ICE, why? Is it fast or it's sleek or something? But Intercity Express. Very nice. Very nice. I'm impressed. This is wonderful. So I'm glad I waited to take it. Die 240 Meilen bis New York bewältigte der ICE mit 6 Zwischenhalten in knapp 3 Stunden. Wochentags wurde der Metroliner-Zug 112, Washington 12 Uhr mittags ab, Zug 223, New York 16:30 Uhr abgefahren. An Samstagen die Züge 206, 221, sonntags stand der ICE zu Wartungsarbeiten. Das Bordrestaurant fand reges Interesse bei den Fahrgästen. Speziell für diese Einsätze vorbereitete Teams der Amtrak übernahmen das Kommando. Der Zug bestand aus 2 Triebköpfen, 4 Wagen 2. Klasse, dem Servicewagen, einem Wagen 1. Klasse und dem Bordrestaurantwagen, der die Amerikaner am meisten beeindruckte.
Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania besitzt den größten Unterwegsbahnhof an der Strecke. Der Kreuzungsbahnhof mit 2 Gleisebenen beeindruckt durch seine gigantischen Ausmaße und seine Architektur, die auf die einstige Bedeutung der Eisenbahn als Verkehrsmittel Nummer 1 hinweist. Vielerorts sind diese Kathedralen des Reiseverkehrs verwaist. In Philadelphia ist aber noch ein für amerikanische Verhältnisse starker Fern- und auch Nahverkehr zu bewältigen. It's built years ago, many years ago. It's the oldest station and the best as far as, here. This is the most elegant architecture. Really nice. And the biggest station in the world, I never knew this, is the station in Washington, D.C., Union Station. Largest. Not necessarily the best architecture, but it's the largest. I need a call in about 15 minutes. No, I guess they don't. I don't know how many tracks they have altogether here. You mean in this station here? I don't know how many tracks they've got here, but I know this is the main route, of course, between Washington and New York. Oh, listen, forgive me. I just have to catch my train. Right, auf Wiedersehen. Hey, danke schön. Die Metroliner-Strecke ist nur schwierig einzusehen. Sichtblenden, Zäune und Schilder verwehren Blickkontakt und Zugang. Bei allen ICE-Fahrten ging es weniger darum, die maximale Geschwindigkeit des Zuges auszufahren. Dazu wären die teilweise maroden Bahnanlagen, vor allem die Bahnhofs-Ein- und Ausfahrten, nicht der geeignete Fahrweg gewesen. In erster Linie wollten die Verantwortlichen von Amtrak, einer halbstaatlichen Gesellschaft, den Zug mit all seinen Vorzügen präsentieren. Ob und wann überhaupt Amtrak oder eine andere US-Gesellschaft für Bewegung in den nicht gerade übervollen Auftragsbüchern der heimischen Lokbauer sorgt, ist ungewiss. Dennoch war das 20 Millionen Unternehmen ICE Train kein Verlust. Auf der Habenseite steht zumindest ein deutlicher Imagegewinn.
Nicht nur bei der Deutschen Bahn AG ist der Intercity Express ein Renner. Auch alle führenden Modellbahnhersteller haben den eleganten ICE im Programm. Wir sind hier auf der internationalen Modellbahnausstellung in Stuttgart und was wir beide in den Händen tragen, ist nicht der IC, sondern der Ice Train. So ist es, ja. Es hat eine gewisse Bewandtnis. Was wir in der Hand halten, ist ein Handmuster eines Verkaufsschlagers von Märklin in Zukunft. Das kann man sagen, ja. Nicht nur in Zukunft, eigentlich ist der Verkaufsschlager schon vorbei. Der Verkauf dieses Modells ist abgeschlossen. Wir haben dieses Fahrzeug in einmaliger und limitierter Serie aufgelegt, in Anlehnung an das Ereignis, was in den USA ja jetzt stattgefunden hat mit dem deutschen ICE, Prototypen für die Amtrak. Und für uns ist das Thema eigentlich schon fast wieder vorbei. Das heißt also, die 5000 Stück sind verkauft? Davon kann man ausgehen, die sind deutlich verkauft, werksseitig ohnehin und auch seitens des Handels kann man davon ausgehen. Eine besondere Anziehungskraft üben Modellbetriebswerke wie dieses aus dem Hause Arnold aus. Ebenfalls von Arnold die Saxonia, die hier mit ihrem Zug in den Modellbahnhof Leipzig einfährt. Am Stand von Rio Grande drängten sich zahllose Zuschauer, um sich im Videokino von der hervorragenden Qualität der Rio Grande Filme zu überzeugen. Wunderschöne Altstadt von Santa Teresa fahre in Rio, quietscht ein bisschen. Ein Film mit einem kleinen Problem. Bei der Bundesbahn gibt es nämlich zu wenig Steuerwagen im Augenblick. Die sind wegen der Asbestentseuchung im Ausbesserungswerk und deswegen müssen viele Wendezüge mit 2 Loks fahren. Einer vorne und einer hinten. Bottrop Hauptbahnhof. Der Personenzug von Haltern nach Langenberg wird von einer 216 des BW Oberhausen gezogen. Der Wagenpark besteht aus 3 Silberlingen, die zeitgemäß mit Graffiti-Bemalung überzogen sind. Statt des 4. Wagens, eines Wendezugsteuerwagens, ist dem Zug eine zweite 216 beigegeben. Der planmäßig hier eingesetzte Steuerwagen ist nicht rechtzeitig von der Asbestdekontaminierung zurückgekommen, wie so viele andere baugleiche Wagen. Allein im Bezirk der Bahndirektion Essen fehlen täglich bis zu 16 Wendezugsteuerwagen und werden durch Lokomotiven ersetzt. Die Katastrophe ist hausgemacht. Bis zum 31.12.93 sollten alle Reisezugwagen, die mit Asbestdämmung versehen sind, entweder außer Dienst gestellt oder umgebaut sein. Das Ausbesserungswerk Neumünster führte zwar die Dekontaminierung fristgerecht durch, doch bei den anderen Werken, die die Wagen neu einrichten und in RSB-Lackierung ausliefern sollten, kam es zum innerbetrieblichen Knoten, der wohl erst Ende 1994 gelöst sein wird. Ob die neue Lackierung dem häufigen Abwaschen der Graffitis mit Lösemitteln lange standhält, darf bezweifelt werden. Die alte Aluminiumhaut so zu belassen, wäre sinnvoller gewesen, hat sie sich doch innerhalb der letzten 35 Jahre als unverwüstlich erwiesen.
Wie im Dezember 1993 der rechten Rheinstrecke bei Kaup steht dem Westteil der DB AG auch bei der Verfügbarkeit von Reisezugwagen das Wasser bis zum Hals. Der Steuerzahler und Beobachter weiß nicht mehr, ob er lachen oder weinen soll, wenn Züge verkehren, die genauso viele Loks wie Wagen haben. Auch die ehemaligen TEE-Lokomotiven der Baureihe 112 haben Umbauten über sich ergehen lassen müssen und sind unter neuen Baureihennummern mit neuen DB-Logos teilweise noch im Einsatz. Ein Teil ist aus Altersgründen abgestellt. Aus denselben Gründen wird man wohl auch zukünftig ab und zu 2 Loks am Zug sehen, obwohl ein Wendezugsteuerwagen vorhanden ist. Kuriositäten auch im Raum München. Die neuen Doppelstockwagen werden wegen fehlender Steuerwagen, die noch im Bau sind, mit 2 Loks gefahren. Zugloks sind nicht 143er wie hier im Dresdner Vorortverkehr, sondern Düsseldorfer S-Bahn 111, die mit ihrer orangenen Bauchbinde so leuchten, dass die RSB-Lackierung der Wagen dagegen zur Sanitärfarbe Klogrün abfällt. In Düsseldorf haben 143er die Nachfolge der 111 angetreten. Eine bunte Mischung. Ja, boa, boa. Jetzt geht es mit rasender Fahrt durch Santa Teresa in Rio. Und rasende Fahrt, das ist auch notwendig in unserem nächsten Beitrag. Da gibt es nämlich ein Kuriosum in der Nähe von Großenhain, eine elektrifizierte Strecke, die aber für ein paar hundert Meter ohne Fahrrad ist. Der Grund, dort in der Nähe ist ein russischer Flugplatz und da wurde es untersagt, Fahrleitung zu haben, weil die nämlich eine technische Störung hätte hervorrufen können. Etwa 30 Kilometer nordwestlich von Dresden liegt Großenhain. Die Kreisstadt besitzt nicht nur ein breites Spektrum an Industriebetrieben, sondern sie ist auch ein Eisenbahnknotenpunkt. Manches Detail erinnert hier noch an die Zeit, als die Einheitssozialisten in der DDR das Sagen hatten. Das gilt auch für die russischen Kasernen und einen Militärflugplatz ganz in der Nähe der Stadt.
Großenhain abzweigende Strecke nach Cottbus besaß bis zum Sommer 1993 ein wohl einmaliges Kuriosum. Der Fahrdraht der eingleisigen, elektrifizierten Strecke war auf einer Länge von 660 Metern unterbrochen. Die Züge mussten den Abschnitt als Schwungfahrt passieren. Der Grund für die ungewöhnliche Situation lag im nahen Militärflughafen, dessen Start- und Landebahn unmittelbar am Bahndamm lag. Probleme bereitete nicht nur die Notwendigkeit, den Zugverkehr gefahrlos in den Flugbetrieb zu integrieren, die Oberleitung musste in unmittelbarer Nähe der Flugschneise ganz entfallen. Sie war einfach zu gefährlich für die Flugzeuge. Für den Gefahrenfall gab es außerdem in jeder Richtung Lichthauptsignale, die, man höre und staune, nur vom Flugplatzpersonal bedient werden konnten. Da der Flugverkehr recht rege war, wurden auch die Signale des Öfteren benutzt. So kam es vor, dass ein herannahender Zug wegen des plötzlichen Signalwechsels auf HP0 eine Schnellbremsung einleiten musste und bis in den stromlosen Abschnitt geriet. Anfang und Ende des fahrdrahtlosen Abschnitts waren durch Signale EL3, EL4 und EL5 gekennzeichnet, die den Lokführer zum Senken bzw. zum Heben des Stromabnehmers aufforderten. Schwungfahrten wie diese gehören heute längst zur Geschichte. Auch die Lokführer brauchen nicht mehr mit einem überraschenden HP0 und seinen unangenehmen Folgen zu rechnen. Mit dem Abzug der GUS-Streitkräfte im August 1993 kam das Ende der stromlosen Zeit für diesen Streckenabschnitt. Die Lücke im Fahrdraht wurde geschlossen. Heute erinnert nichts mehr an die einst kuriosen Betriebsverhältnisse am Militärflugplatz von Großenhain. Leute aus allen Sparten machten mit den Trümmern nicht viel Federlesens. Viele tausend Bausteine wurden geborgen, viele Tonnen Schutt dampften ab. Mit der ersten Normalspurtrümmerbahn von der Palisadenstraße in Richtung Herzfelde. So wandert täglich der Schutt aus Berlin hinaus, per Straße, per Schiene und per Schiff. Verladerampe Janowitzbrücke. Schlepper klar zur Abfahrt. 6 Kähne im Schlepp, das sind 6 mal 300 Tonnen Schutt. Über die Schifffahrtswege Ostberlins geht die Fahrt zum Seddinsee, in dessen Nähe mit dem Berliner Schutt alte Kiesgruben zugeschüttet werden.
Der gesprengte Friedrichshain-Bunker soll verschwinden. Verschwinden unter dem Schutt der zerstörten Häuser 3 Berliner Bezirke. Ein großzügiges Entrümmerungsprogramm, an dem 2000 Männer und vor allem Frauen arbeiten. Das Zentrum Berlins wird aufgeräumt und zugleich entsteht sein höchster Berg, dessen Spitze etwa 67 Meter über dem Meeresspiegel liegen wird. Der Kreuzberg mit seinen 60 Metern wird durch diese Aufschüttung entthront. Eine Arbeitsstätte am Bahnhof Friedrichstraße. Das Schienennetz ist bereits 20 Kilometer lang. Am Bahnhof Börse. 2,5 Millionen Steine, Erde und Schutt müssen durch tägliche Arbeit in die Loren geschaufelt und abgefahren werden. Alle 10 Minuten geht die Trümmerbahn nach einem genauen Plan mit Hauptlinie, Stich-, Neben- und Ausweichgleisen. Diese schwere Arbeit kommt in mehrfacher Hinsicht der Allgemeinheit zugute. Sie schafft die Voraussetzung für eine neue Stadt und sie beseitigt die gesundheitsschädlichen Staubablagerungen, die vor allem die Lungen der Großstädter gefährden. Vor Jahren erzählte man sich Folgendes. Ein Berliner fuhr zum ersten Mal in die Alpen und sagte bei ihrem Anblick: Na, wir in Berlin haben ja keine Berge, aber wenn wir welche hätten, dann wären sie noch viel höher. Die Berliner sind nicht unterzukriegen. Jetzt bauen sie sich ihr eigenes Ge. Jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Zuschauer, aber laufen Sie bitte noch nicht weg. Unser letzter Beitrag ist ein richtiges Abschiedsstück. Wir sagen nämlich Ade zum Airport Express. Er verkehrte zum letzten Mal Ende Mai 1993. Ich verabschiede mich von Ihnen, bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss und gute Fahrt. Schon seit dem Fahrplanwechsel 1992-93 sind die Einsätze der 403 Triebwagen im Dienste der Lufthansa Vergangenheit. Als letztes Zugpaar verkehrten die IC 1007-1008 als fünfteilige Einheit zwischen Düsseldorf und Frankfurt Flughafen. Der da ist da rein, oder der ist überhaupt nicht? Bereits wenige Tage nach ihrer Außerdienststellung werden die zusammengekuppelten Zugeinheiten von ihrem Heimat-BW Düsseldorf in das AW Nürnberg überführt. Gerade einmal 19 Jahre hat der Einsatz dieser bemerkenswerten und formschönen Triebfahrzeuggattung auf den Gleisen der DB gedauert.
Im Mai 1994 wurde die Erhaltung eines Zuges für das Verkehrsmuseum Nürnberg beschlossen, allerdings in der alten IC-Lackierung.